Flugzeuge und Fliegen fand ich schon seit Kind auf immer interessant. Ich finde es einfach toll, wenn wir anderen Menschen, egal ob Luftfahrt nah oder fern, diese Begeisterung weitergeben können. In uns allen stecken Geschichten, Erinnerungen, Begegnungen, Leidenschaft und Pioniergeist. Seit 100 Jahren geben Menschen bei Lufthansa jedem Flug Bedeutung. Tag für Tag, Flug für Flug. Mein Name ist Dean Rainieri, ich bin Maschinenbauingenieur, habe fast 39 Jahre im Lufthansa-Konzern gearbeitet und ich bin heute noch gern dabei und pflege die historischen Flugzeuge hier mit. Ich bin Marlene Schmücker, ich bin Azubi und bin jetzt im 3. Lehrjahr. Ich lerne Fluggerätmechanik, Fertigungstechnik. Die Luftfahrt ist mir irgendwie in die Wiege gelegt worden. Meine Eltern waren beide auch bei einer Fluggesellschaft aktiv und so habe ich einfach Flugzeuge, Luftfahrt, Fliegen und alles, was dazugehört, kennengelernt und bin bis heute begeistert dabei. Als ich bei Lufthansa anfing, wusste ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe viel von meinen Kollegen gelernt, bis ich die Flugzeugeinsatzsteuerung damals geleitet habe. Dort war das Leben der Lufthansa Technik, also der Flugzeugwartung und der Operation zusammengewachsen, also die Planung und Steuerung der Wartungsereignisse mit dem eigentlichen Fliegen. Und das hat dann schon gereizt, also mitzubekommen, wie das Gesamtsystem Airline funktioniert. Und so ist ein Step zum nächsten gekommen und jedes Thema hat ein neues hervorgerufen und ja, dann bin ich halt weiter dem Pfad gefolgt. Flugzeuge und Fliegen fand ich schon seit Kind auf immer interessant, aber ich habe jetzt nicht so wie Dean einen Background. Über die Schule waren wir bei einer Messe, da hat halt auch Lufthansa einen Stand gehabt und habe mir das angehört, was man so macht und das hat sich richtig passend angehört und jetzt bin ich immer noch hier. Jetzt im Ruhestand habe ich mich bei der Lufthansa Berlin Stiftung engagiert, die ja die historischen Flugzeuge mit betreut. Als dieses Projekt Hangar One, damals hieß es noch ganz anders, ins Leben gerufen wurde, habe ich eigentlich gedacht, da musst du mit dabei sein. Die einmalige Chance, das, was du alles gelernt hast, weiterzuentwickeln, mit beizutragen. Der Transport der Flugzeuge auf dem Straßenweg habe ich noch nie gemacht. Fand ich faszinierend, Großbauteile über deutsche Straßen zu transportieren und ja, bin ich eingestiegen und wie man sieht, sind die Flieger erfolgreich hier in der Halle und auch mittlerweile zusammengebaut. Und wenn man dann schrittweise sieht, wie das eine zum anderen zusammenpasst und reift und am Ende so ein tolles Flugzeug rauskommt, was aussieht wie nagelneu, also das ist auch emotional faszinierend und macht einfach Spaß zu sagen, da war ich mit dabei, den Teil habe ich dazu beigetragen, egal wie groß oder klein er war. Während der Ausbildung haben wir Betriebseinsätze, wo wir dann halt den normalen Betrieb kennenlernen in der Flugzeugwartung. Und da war ich dann mit anderen Azubis eingeteilt bei der Superstar-Restauration. Und zusammen mit einem anderen Azubi habe ich eine Cargo Door am Nose Landing Gear eingebaut und Static Ports angepasst und angenietet. Mich hat fasziniert, wie viel an dem Flieger mechanisch ist, die ganzen Züge und Seile und doch auch zu sehen, wie viel noch in modernen Fliegern genauso gemacht wird oder nur leicht abgeändert wurde. Heute Morgen sind wir durch die Halle gegangen, haben uns kennengelernt, haben uns die Flugzeuge angeschaut, haben uns ausgetauscht, gezeigt, was wir an den Flugzeugen gearbeitet haben und dass diese Flugzeuge uns ja doch auch in dem Sinne dann ein bisschen verbinden. Die Verbindung ist es ja auch, ne? Also keiner wusste voneinander vorher. Du nicht von mir, ich nicht von dir. Und ja, jetzt haben wir eigentlich unser gemeinsames Werk in den Teilen, denen wir dabei waren, begutachtet, gesehen, fasziniert, betrachtet und das ist einfach ein schönes Gefühl. Dean hat ja jetzt auch jahrelange Erfahrung mit Flugzeugen, auch mit den historischen Flugzeugen und das sind die wertvollsten Dinge, von denen man lernen kann. Also ich finde es halt toll, dass die Auszubildenden die Chance hatten, mit dabei zu sein
und ja, ihre Neugier auch geteilt haben mit den älteren Kollegen, die im Projekt aktiv waren. Also junge Leute lernen halt von den Erfahrungen auch von uns alten Hasen und die können das dann weiterführen in ihren künftigen Arbeitseinsätzen. Hat das jetzt Auswirkungen auf deine Gedanken? Wie geht's weiter? Hast du neue Ideen, wo du dich hinentwickeln möchtest? Durch meine Erfahrungen hier, auch bei dem Projekt und die ganzen Einblicke, die ich bekommen habe, mal hinter die Kulissen zu schauen zum Thema Luftfahrt, haben meine Leidenschaft für Flugzeuge und Luftfahrt an sich nochmal verstärkt. Und da ist mir auch klar geworden, dass ich dann noch tiefer dahinter schauen möchte. Und deswegen habe ich mich dann noch dazu entschlossen, nach der Ausbildung Flugzeugbau zu studieren. So ist mein Plan erstmal. Freut mich, dass du den Weg da so nochmal unterstützt bekommen hast. Dein Blick hinter die Kulissen, das ist genauso wie bei mir gewesen. Ja, die Begeisterung ist eigentlich da, das Gebäude hier, den Hangar One, irgendwann fertig zu sehen. Das ist gar nicht so lange hin mit 2 Flugzeugen, die toll dastehen werden. Und ich finde es einfach toll, wenn wir anderen Menschen, egal ob Luftfahrt nah oder fern, diese Begeisterung weitergeben können. Zum einen ist das ja ein Erfolgserlebnis, dass die Flugzeuge jetzt hier in diesem Zustand stehen. Und so wie ich mit Begeisterung hier von Anfang an dabei war, ist das natürlich mit sehr viel Freude und Stolz verbunden. Es hat funktioniert, es hat geklappt. Ich finde es einfach toll, dass so viele Menschen dazu beigetragen haben, dass wir hier so schöne Flugzeuge stehen haben.